Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Entwicklertagebuch hier bei uns auf dem Kanal. Wir hatten ja vor einiger Zeit mal angefangen, ein kleines Spiel zu entwickeln, Medieval Village, und da haben wir jetzt ein bisschen weitergemacht, beziehungsweise haben einfach nochmal komplett von vorne angefangen. Ihr seht, das ist alles ein bisschen anders jetzt. Und wir haben ja natürlich, das sind keine finalen Charaktere, keine Sorge, das sind einfach nur ein paar Blueprints, sozusagen, also ein paar Dummies. Wir sehen hier einen, der schon mal damit beschäftigt ist, Holz zu holen. Also der geht praktisch zu den Bäumen. Macht da jetzt noch nichts, aber da kommt später natürlich noch eine Animation rein. Und nimmt dort Holz weg. Wir können das hier unten noch sehen. Er hat jetzt 2 von 10 Holz in seinem Inventar sozusagen. Jetzt hat er 4 und das geht halt eben immer so weiter. Und wenn er 10 hat, dann geht er zum Lager und lädt das dort ab, und das sehen wir hier oben, 520 Holz haben wir. Und was wir jetzt halt eben neu gemacht haben, ist praktisch das Baumenü. Also wir können jetzt schon mal ein bisschen was bauen hier. Wir werden mal ein Sägewerk bauen. Das ist jetzt noch relativ groß geraten. Wir können das dann auch ein bisschen rotieren hier. So, da setzen wir das mal hin und dann schicken wir jemanden dorthin, der das Ding dann aufbaut. Wir haben also praktisch hier 2 verschiedene Charaktere. Das ist einmal hier der Holzfäller sozusagen, und wir haben dann hier den Baumeister, und genau dieser Baumeister hat jetzt das Gebäude dort gebaut, und das ist praktisch unser Sägewerk. Da können wir jetzt sagen, fang an damit aus Holz, also aus dem rohen Holz, was wir haben, Bretter zu machen. Auch hier natürlich noch keine Animation, also es geht jetzt wirklich erstmal, oder es geht uns jetzt erstmal darum, dass wir sagen, wir wollen die Grundfunktion erstmal haben. Wir sehen jetzt, er hat jetzt hier 10 Holz weggenommen und hat daraus halt eben dann Bretter gemacht. Dann haben wir hier hinten noch einen Bereich, da können wir jetzt allerdings noch nichts machen. Das sind halt eben Steine. Das ist die nächste Ressource, die wir haben. Hier oben Steine, wir haben da momentan 1000 auf Lager. Und daraus können wir dann halt eben Ziegel machen oder halt eben ja, verarbeitbare Steine sozusagen. Die brauchen wir auch, wenn wir dann was bauen wollen. Das können wir uns mal ganz kurz angucken. Wir haben hier, bräuchten wir jetzt, genau, das sind also praktisch dann die Voraussetzungen, die wir erfüllen müssen hier oben, die hier mal kurz eingeblendet werden. Wir werden jetzt erstmal, ja, was machen wir jetzt eigentlich? Wir gucken mal. Das hier können wir leider noch nicht bauen, weil wir noch keine 200 Bretter haben. Das sehen wir dann, das ist der zweite Wert, der dort angezeigt wird. Das wären dann die Bretter, die wir bräuchten. Wir haben momentan nur 70. Das heißt, wenn wir das jetzt bauen wollten, sagt er uns, nee, tut mir leid, geht nicht. Hier oben sehen wir dann noch, wie viele Leute wir momentan im Dorf haben. 4 haben wir, 5 könnten wir. Das heißt, wir könnten auch irgendwo jemanden ausbilden. Das geht momentan, wartet mal kurz, das muss ich mal selber gucken, das müsste hier mit dem funktionieren. Das ist praktisch nochmal ein Lager, allerdings kann dieses Lager auch ausbilden. Das wird später wahrscheinlich nicht so funktionieren, dass man dann die Leute in den entsprechenden Gebäuden ausbildet, sondern die werden so dann zu euch kommen, je nachdem wie die Zufriedenheit ist. Wir gucken mal ganz kurz, wir bilden jetzt mal einen aus. Einer wird ausgebildet, da ist er, und den können wir jetzt natürlich losschicken und ihm sagen, er soll Bäume fällen. Hat er das jetzt genommen? Ja, jetzt hat er es genommen. So. Das heißt, wir hatten jetzt 2 Leute, die Holz ran schaffen, und wir brauchen halt eben auch immer ein bisschen. So, jetzt müssten wir eigentlich auch gleich so weit sein, dass wir den Steinbruch haben, wobei ich glaube, bei dem Steinbruch gibt es noch einen kleinen Bug, den wir noch beheben müssen. Also es gibt momentan, das ist hier so ein bisschen, das ist praktisch die Holzverarbeitung. Das hier ist die Holzverarbeitung, ja doch, Holzverarbeitung kann man sagen. Hier werden Steine verarbeitet, beziehungsweise hier ist das Lager für die Steine. Und hier gibt es noch eine Farm, die ist halt eben dann für Nahrung da. Das ist allerdings momentan noch ein, auch nur ein Dummy-Gebäude. Wenn wir das jetzt bauen würden, beziehungsweise wir bauen es einfach mal ganz kurz, dann sehen wir, dass es einfach nur, also da ist noch keine Textur und nichts drauf. Wie gesagt, wir kümmern uns momentan erstmal darum, dass wir
die Grundfunktion so ans Laufen bekommen. So, und hier könnten wir jetzt halt eben dann Nahrung herstellen. Da wird es dann später natürlich auch so sein, dass wir dafür Leute brauchen, die dann dort arbeiten müssen. Wo will der Kollege jetzt hin? Was machst du hier? Du solltest doch Holz holen. Okay. Also das ist jetzt momentan so dieser Stand, den wir haben. Da geht es natürlich auch noch, da müssen wir, also es ist noch viel zu tun, das ist gar keine Frage. Trotzdem wollten wir euch natürlich ganz gerne mal zeigen, dass es hier natürlich weitergeht. Also ihr seht auch die Bäume wachsen dann halt eben irgendwo. Also die spawnen aber auch momentan nur. Das heißt, die erscheinen dann praktisch irgendwo einfach nur auf der Map. Hier hinten sehen wir übrigens die Steinbrucharbeiter. Der hat jetzt schon 10 Steine gesammelt, kann die allerdings nirgends hinbringen, weil wir noch kein Steinlager gebaut haben. Das könnten wir mal gucken, ob wir das jetzt machen könnten. Könnten wir auch das Gebäude ist noch ein Dummy-Gebäude. Das sieht hier mehr aus wie eine Kirche. Auch das hat noch keine Textur. Das haben wir jetzt einfach nur mal so übernommen. Beziehungsweise einfach nur, dass da irgendwas gebaut wird, dass wir die Funktion testen können. Fertig gebaut. So. Jetzt müssten die das eigentlich, aber ich glaube, das machen sie noch nicht. Oder doch, machen sie doch. Jetzt bringen sie die Steine dann nämlich in das Gebäude, ins Lager sozusagen. Du mach mal Platz da, so. Und dann sehen wir kriegen hier mehr Steine rein. Wir haben jetzt eigentlich, wir haben jetzt über 1000 Steine. Das reicht locker aus. Dann gibt es noch ein Gebäude, das ist aber, glaube ich... Oh. Ja, das ist auch nur ein Dummy-Gebäude. Aber das können wir auch momentan gar nicht bauen, weil uns fehlt... Uns fehlt was? Was fehlt uns denn? Holz fehlt uns, genau. Holz fehlt uns jetzt im Moment noch. Dafür, sonst könnten wir das auch bauen. Also das sind so momentan die Sachen. Also das Baumenü haben wir jetzt praktisch gemacht. Jetzt, wer die ersten Videos gesehen hat, wird sich natürlich wundern, warum können wir denn jetzt nicht mehr so da rumlaufen? Ja, da fehlt noch eine Kamera, die dann praktisch uns ermöglicht, hier so rumzulaufen durch unser Dorf. Wobei auch die ja schon relativ nah oder relativ weit runtergehen kann. Ich finde das eigentlich gar nicht so schlecht, aber da könnt ihr gerne auch nochmal in die Kommentare schreiben, wie ihr das so findet, was ihr für eine Kamera gerne hättet. Können auch in die Gebäude reingucken, aber momentan, wie gesagt, die Gebäude sind ja noch nicht fertig. Die müssen wir noch designen praktisch. Auch dieses Gebäude hier wird wahrscheinlich nochmal rausfliegen. Das ist einfach nur ein 3D-Modell aus dem Internet gewesen, was ich damit reingenommen habe. Und ja, Bäume spawnen randommäßig. Da hinten haben wir noch einen Wald, der sich da entwickelt hat. Und das sind so momentan die Sachen, die wir jetzt schon gemacht haben. Wir können jetzt nochmal kurz ein bisschen rauszoomen. So. Achso, ein Gebäude gibt es noch. Das kann ich euch auch nochmal zeigen. Mal sehen, ob wir das bauen können. Nämlich das Arbeiterhaus. Ne, da können wir nicht bauen, weil da fehlt was. Wartet mal ganz kurz. Wir müssen hier mal... das ist jetzt halt eben das Problem, weil der nimmt jetzt halt eben sämtliche Holzressourcen, die wir hatten und wandelt die um. Und da ist es ihm auch wurscht, ob das dann praktisch ob dann kein Holz mehr da ist oder wie auch immer. Also praktisch, wenn kein Holz mehr da ist, macht er halt eben nichts mehr, aber er verbraucht praktisch alles, was wir im Lager haben. Und dementsprechend können wir jetzt hier dieses Gebäude nicht bauen. Dafür bräuchten wir 150 Holz. 150 Rohholz. Wobei das natürlich auch noch auf die Bretter umgestellt werden müsste, weil man verbaut ja normalerweise Bretter und nicht einfach die Stämme, die wir aus dem Wald kriegen. Wie gesagt, die Animationen hier sind natürlich noch nicht final. Die nehmen wir auch gar nicht mit aus dem Wald. Das ist natürlich auch nicht so gedacht. Die müssten ja normalerweise irgendwas dann tragen, wenn sie dann praktisch auf dem Weg zurück zum Lager sind. Das ist jetzt momentan so der Stand, den wir haben. Und ihr könnt dann natürlich jetzt gerne in die Kommentare schreiben, beziehungsweise uns auch auf games.meiniga.de gehen. Da ist die Seite zu dem Spiel, da gibt es das Entwicklertagebuch, da gibt es die Features, die wir geplant haben. Und da gibt es auch ein Forum, wo ihr dann gerne reinschreiben könnt, wie ihr das Ganze so findet und
was ihr euch noch so wünschen würdet für das Spiel, weil das ist ja ein Spiel, was wir praktisch mit euch zusammen als Community entwickeln wollen. Und ja, schade, dass wir jetzt das nicht zeigen können oder dass ich das jetzt nicht zeigen kann, weil wir nicht genug Holz haben. Ups, das ist eh das falsche Gebäude. Das ist auch das falsche Gebäude. Hier wollte ich doch hin, Mensch. Weil das ist so ein Gebäude, was halt eben dann später auch so im Spiel drinne sein soll. Also das ist schon eins, was fertig ist. Also fertig von außen zumindest, von innen noch nicht. Das soll ja später auch noch kommen, dass wir die Gebäude auch betreten können und uns das dann anschauen können, wie die Leute dort wohnen. Was momentan auch noch passiert, ist, dass die Bäume abgeholzt werden. Also die verschwinden dann irgendwann, wenn wir sehen, die Bäume haben eine bestimmte Anzahl an Ressourcen, die sie abgeben. Jetzt können wir uns das Ganze mal hier bei dem angucken, weil der nimmt jetzt 10 Stämme wieder mit. Dann müsste dieser Baum gleich verschwinden. Ist natürlich später auch so, dass der dann umkippen soll und das ein bisschen mehr animiert ist. Momentan halt eben, wie gesagt, ja, verschwindet der praktisch einfach nur aus der Welt. Dafür entstehen aber auch wieder neue Bäume. Genau, jetzt ist er weg. Und ja, so lange geht das halt eben dann, bis der ganze Wald hier abgeholzt ist. Aber wir sehen auch im Hintergrund die Bäume, die waren da am Anfang noch nicht. Die spawnen halt eben dann. Und soll natürlich später auch so sein, dass die Bäume halt eben langsam wachsen und nicht einfach so in der Welt auftauchen. Jetzt weiß ich nicht, warum die dort auf den... Achso, okay. Ja, da sind jetzt momentan auch die Steine spawnen halt eben dann, aber da sind momentan, glaube ich, ein bisschen viele. So viele können wir erstens gar nicht abbauen und zweitens sieht es ein bisschen doof aus. So, jetzt haben wir es gleich geschafft hier mit den 150, die wir noch brauchen. Dann warte ich jetzt nochmal so lange kurz, bis wir das dann auch noch zeigen können. Der noch einmal Holz ins Lager tragen und der hier noch einmal und dann können wir noch das andere Gebäude bauen. Das ist praktisch dann das Wohnhaus und das Wohnhaus erhöht die Kapazität um 5. Also praktisch könnten wir dann 5 Leute mehr oder 5 Leute zusätzlich hier einsetzen. Was wir jetzt machen können. Jetzt müssen wir es eigentlich bauen können. Genau. Drehen wir das nochmal ein bisschen so, dass wir auch dann einen Dorfkern haben. Ja, von euch würden wir ganz gerne wissen, welche Gebäude und welche Sachen oder welche Ressourcen, was wünscht ihr euch noch für das Spiel? Das könnt ihr jetzt gerne in die Kommentare schreiben, beziehungsweise wie gesagt ins Forum. Wir sind auch bei, wie heißt denn das? IndieDB, genau. Bei IndieDB sind wir auch, also da könnt ihr auch Medieval Village finden als Spiel. So, genau. Das Haus, wie gesagt, ist von innen noch leer. Also da müssen wir uns auch nochmal was überlegen, ob man die Häuser dann einfach so betreten kann. Also praktisch dann mit Ladebildschirm jetzt lädt das Haus oder sowas. Oder ob man dann wirklich einfach in diese Gebäude reinzoomen kann. Das finde ich eigentlich auch gar nicht so schlecht. Dann kann man sehen, was die da gerade drin tun. Oder auch nicht tun, ob die im Bett liegen oder wie auch immer. Das soll halt eben dann später auch noch im Spiel sein. Das weiß ich. Das könntet ihr vielleicht auch nochmal, wenn ihr wollt, in die Kommentare schreiben, ob ihr das lieber so hättet, dass man die Gebäude dann mit einem Button betreten kann oder ob man einfach so in die Gebäude reinzoomen kann. Wobei ich das mit dem Reinzoomen gar nicht so schlecht finde. So, und jetzt, wie gesagt, haben wir die Kapazität der Leute hier erhöht. Wir könnten jetzt nochmal ein paar ausbilden. Das kostet uns jetzt auch Nahrung, wie ihr seht. 35 Nahrung kostet ein Holzfäller. Den können wir dann losschicken in den Wald. Das erstmal abholzen. So, okay, ja, das ist momentan so unser Stand, den wir haben. Hier können wir schon halt eben, wie gesagt, das sind momentan die Gebäude. Und da arbeiten wir jetzt noch weiter dran, dass wir das noch ein bisschen besser machen können, ein bisschen verfeinern. Und da sollen natürlich auch noch später mehr Gebäude hinzukommen, so wie ein Arzt. Und Gesundheit halt eben dann später auch noch als Faktor. Die Zufriedenheit soll auch noch mit reinkommen natürlich ins Spiel. Wie zufrieden sind die Leute mit mir? Wenn sie halt eben nicht mehr zufrieden sind, dann ja, haben wir halt eben ein Problem, in dem die Leute halt eben ihre Arbeit einstellen. Und wir werden dann später auch einen Charakter haben, praktisch so wie den hier,
der halt eben dann frei in der Stadt herumläuft und im schlimmsten Fall halt eben dann auch aus dem Dorf gejagt wird. Und dann, ja, dann sieht es blöd aus. Warum ist denn der jetzt mit angeklickt gewesen? Okay, weiß ich nicht. Ja, auf jeden Fall besteht da natürlich die Gefahr, dass wir aus dem Dorf gejagt werden und oder halt eben, ja, was anderes mit uns passiert, was natürlich nicht so schön ist. Dann hätten wir nämlich das Spiel verloren, wenn die Leute mit uns unzufrieden sind. So viel dazu zum Entwicklertagebuch 3. Wir hoffen, dass wir euch dann in der nächsten Zeit wieder noch was zeigen können, was wir gemacht haben. Und ja, bis dahin schön weiter meinika.de schauen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.